As you can see, our devs are behind us. They're getting ready for the show. Let's check in and see how some of them are doing, maybe. Jason? Hi, Jason. Sorry to surprise you. Come over. So this is Jason Schroeder from South Park. How you doing? I'm doing fantastic. I'm very excited for Ubisoft's games. So you guys had an amazing conference last year. What can we expect this year? For South Park this year, it's all about the booth. We're doing hands-on tin pods at the booth, and we're taking people through the first night of them as a superhero. Very cool. So I heard that this demo has an interesting location. Can you let us know about that? Sure. So it's the local strip club at South Park. It's the Peppermint Hippo. You are, of course, superheroes. You're going to be sneaking in, and we wanted to make sure it was an authentic strip club experience. So the whole editorial team has been flying around the world, going to every strip club. They keep sending me reference. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Urbanium. Ich zeige euch heute hier die Ubisoft E3 Pressekonferenz. Und ja, ich begleite euch heute quasi hier durch den Abend und streame das parallel quasi und moderiere das. Und ich bin mal gespannt, was heute hier gezeigt wird. Also einige Titel sind ja schon bekannt oder sehr, sehr viele. Zum Beispiel ein neues Assassin's Creed wird gezeigt werden. Das war ja schon auf der Xbox-Pressekonferenz zu sehen. Wer das nicht genau weiß, kann das sich bei mir unserem Kanal ansehen. Da ist die Pressekonferenz von Microsoft noch hinterlegt. Ansonsten wird es natürlich wird Rabbit gezeigt, mit Sicherheit, gerade mit, vor allen Dingen mit Mario und Luigi, da soll es so einen Shooter-Beat'em up geben, das wird da auf jeden Fall gezeigt. Ja, genauso auch zu Ghost Recon Wildlands, ob dann nochmal was gezeigt wird, so ein DLC oder sowas, da bin ich mal gespannt drauf. Ansonsten wird natürlich sehr, sehr viel rund um die Ubisoft-Marken gezeigt und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es eine neue Ankündigung geben wird, die so vorher keiner auf dem Schirm hatte wie letztes Jahr. Da war das sehr steep gewesen und ich bin mal gespannt, wie es heute losgehen wird. Ja, auf jeden Fall ist die Stimmung schon mal sehr, sehr gut und ich mache das jetzt auch lauter. Gleich in den letzten paar Sekunden, denn dann geht es auf jeden Fall los zur Ubisoft Pressekonferenz und freue mich auf jeden Fall über alle, die heute in meinen Kanal reinschauen. Wenn das nachher zu spät wird, kann sich das Video auch dann nachher nochmal ansehen auf meinem. So, ich mache jetzt schon mal was lauter, damit die Leute sich das ansehen, hören können. Okay, letzte Games beginnen, mehr sagt er nicht. Alles klar, bin ich jetzt mal gespannt, worum es jetzt diesmal gehen wird. Ah, ein Rabbit. Der Sound ist leider ein bisschen versetzt von der Zeit her. Sehr oft sowas schon mal gehabt. Das wird das Spiel mit Mario sein und Rabbit. Ja, cool gemacht. Hello, volles Haus. And thank you. We've always wondered what could happen if our crazy rabbits were unleashed upon the world of Mario. Today, Die Stimme von dem ist so hell, das denkt man zuerst nicht. the dream is reality. Ja, Mario Rabbit für Nintendo Switch wird kommen. Ja, das war vorher schon bekannt gewesen im Internet. To talk about this unexpected encounter, it is my great honor to welcome a very special guest, someone I truly admire. Please. Oh! Oh, hier ein Nintendo-Chef. Den hinbekommen haben, nicht schlecht. Miyamoto-san. Miyamoto-san, genau, so heißt er, ja.
Ganz schwer ranzukommen an diesen Menschen. Oh, da steht's auch schon. Und zum ersten Mal Mario mit einer Knarre quasi, aber so ein bisschen wie Mega Man eher. So what have you brought with you? Well, What did you bring? this is a life-size replica of one of the weapons from this game. Wow. Cool, I'm sure you love it. I brought one for you. Okay. Oh, thank you. Wow. Woo. So let's take a picture. Ja, und die Rabbits haben so Kostüme an, wie man auch schon sieht im Hintergrund. Very nice. He can help Yeah. our conversation. Okay. これほらね、ゴーストリーコンのとちょっと違うでしょ。 These are a little bit different from the weapons you see in Ghost Recon. 可愛いでしょ。 Yeah, very different weapons they're for cute. very different worlds. This one is, I think, very effective in the world of Mario and Rabbit. So, should do well. I'm so proud of Ubisoft's long-standing collaboration with Nintendo. You know, from the DS to the Wii, and more recently for the impressive launch of the Switch. You know, it has always been, we have always been inspired by Nintendo and by all the great work you have been able to do. そうですね。本当にいつも UBI さんにはね協力いただいてありがとうございます。 Yes, thank you very much for all the work that we've been able to do together over the years with Ubisoft. もうほら出会ってから25 Na 年 gut, ぐらい das will ich jetzt noch It's übersetzen. already been about 25 years since you and I first met. で E3 とかに来るたんびに UBI さんのブースを僕は訪問してでビデオで撮ってもらって社内のビデオに登場したりしてましたね。 And every year at E3, you're kind enough to invite me to your booth, and we get to take lots of pictures and videos, and I've even recorded messages for Ubisoft employees in the past. でそのたんびにねなんか UBI の開発の皆さんのすごい任天堂ゲーム愛みた Aber い das な。 heißt natürlich, dass das Spiel natürlich auch exklusiv für So die over the years, Nintendo I've Switch always erscheinen felt wird. the Ich kann mir jetzt deep nicht heartfelt vorstellen, dass es noch passion für die that anderen Ubisoft Plattformen developers erscheint. have for Nintendo and its characters. でそれは一方でね僕は同じ開発者としてライバルですからこう戦う姿勢で頑張ってますけど。 But on the other hand, because we're both software developers, we've also looked at each other as kind of rivals and tried to see who could make the best software. けどまあイブさんからラビッツの人形をもらったりいろいろして僕の席の前にもラビッツがいっぱいあるんですけどもそういうラビッツのヒューモアはすごく理解してました。 But of course, I've known the Rabbids characters for many years, and I have many Rabbids figures decorating my desk. And so I've always been a fan of the characters and their humor. だから今回の話があった時にラビッツがどんなユーモアをこうゲームの中で見せてくれるかすごい楽し Krieg み ein で bisschen す。 Schnupfen. So since this Naja, project egal, first das hält mich started, nicht I've davon been ab, die very Pressekonferenz zu excited sehen. to see what kind of humor the Rabbids could bring to the Mario. Oh, da ist jemand dazugekommen. Hallo Fridolin, ダビデさんに 05, Moin oder Tag. 一つだけお願いします。 And so when I met Davide-san, who is the creative director, Nein, die Show ist live. Es wird gerade live gezeigt. Jetzt Ubisoft. when I Ist met Davide-san, gerade I had erst Live-Übertragung aus just one Amerika. condition for this project. 絶対こうジャンプするゲームとかそういうプラットフォームゲームじゃなくてマリオで今まで作ったことのないジャンルのゲームを作ってほしいとお願いしました Ja, ich kenne dich noch So von whatever you gestern. do, don't try to make a jump game or a Mario platformer. Try to make a Mario game that has never been made before. よかったですね And it's great. And I can tell you, it was an exciting, very exciting challenge for all our teams. And I think we've done something you will love. So, thank you very much for giving us the chance to perform on this game. はい本当にこうヨーロッパで作るとこんなものができるのかとかねそれからUBI さんやっぱりアクションゲームをちゃんと作ってる会社なんでこう単性のストラテジーゲームというもののちゃんとこうテンポのいいゲームが出来上がりました And so, of course, because the game is being made in Europe, it has a very unique flavor to it. And of course, Ubisoft is very good at making action games. Okay, But jetzt this quatschen game in wir langsam schon particular zu viel. has Das a great reicht mir schon. layer Ich of möchte jetzt das strategy and Spiel tactics sehen. to it, but with a very good pace. Yeah, no, it's going to be fresh, actually. So now let's welcome Xavier, you know, the producer of the game, and he will show us the game.
So thanks again. Thanks again, Mr. Miyamoto. Thank you. You're welcome. Finally. So. Finally, we can talk about this project. So we've been working on this game for more than 3 years now, and to be at E3 today on this stage is just super exciting. So, what is this game exactly? So Mario plus Rabbids Kingdom Battle is a tactical adventure exclusive for the Nintendo Switch, and let's check right away some gameplay. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie zeigen. Rabbit als Prinzessin. So the rabbits have been teleported into the Mushroom Kingdom, and it made the world completely unstable and chaotic. So Mario, as a true hero, wants to save the day. But this time, with some new friends. Schön, dass man auch mal bei den anderen was von Nintendo sieht. Die sonst meistens oft unter. And at first, they don't really know each other, but in the end, they will form this dream team that will potentially save the Mushroom Kingdom. Das sieht aus wie so ein großes In-Game-Menü oder sowas. Kampfhauptquartier. And as the game is a turn-based tactical adventure game, combat is a really big part of the concept. So you'll fight wave after wave of rabbit that somehow turn bad, and what we see here is just the very beginning of the game, so it will be perfect to talk about the combat basics. So the two flags you see on the screen here is to tell you this is a battlefield zone. So you'll switch from exploration mode to battle mode. The blue zone is your zone of movement, so you move anywhere you want in that zone. But you can also use okay, so ein bisschen Taktikkomponenten sind auch drin. Hoffentlich nicht so schwer wird für die etwas jüngeres Publikum. And we also have what we call team jump. So by jumping on your teammates, you can expand your zone of movement. So here, Rabbid Peach, using Mario, she's able to flank the enemy. So you can also attack the enemy behind that cover and expose them by destroying that cover, which is really interesting in terms of strategy because for the next turn, zerstörbare Umgebung. For attacks. And last but not least, da hat das Spiel auf jeden Fall schon mal etwas, was Star Wars Battlefront nicht hat. Like Rabbid Peach shield boost, or offensive ones like Mario's Hero Sight. He's able to attack the enemy even if it's not his turn, as soon as the enemy moves. So this is a very core aspect of the game itself. So you mix and match attack options, movement abilities, techniques, but we also have other ingredients such as pipes, rabbit pipes. So those give you a good move to flank the enemy. So here, for example, Rabbit Luigi goes into the pipe, out of the pipe, dash the enemy, goes for Mario, team jump, land behind the enemy in one single movement sequence, and then finish off the enemy. And what we see here is actually explosive cover. So those have many type of Es sieht trotzdem erstmal auf den ersten Blick erstmal sehr kompliziert aus. Aber ich denke mal, nach ein bisschen Übung ist man schnell drin. Vor allen Dingen das Gute ist ja auch bei etwas komplexeren Sachen, dass es mehr Langzeitmotivation bietet und mehr Abwechslung. You'll be able to use different type of heroes, different type of weapons, in order to battle your way through the kingdom. Oh,
großer Rabbit. Ach. Thank you. Thank you. And that's just a glimpse into the game itself. But first and foremost, this is a project done with passion, with our hearts. So it would not exist otherwise. So we just can't wait for you guys to try the game at E3 this week. For those who are not at E3, you'll see online coverage, videos, and surprises. So have a great conference, have a great E3. Thank you. Juhu, jetzt geht's endlich weiter. Zieht sich so ein bisschen. Oh, man will ja auch was vom Spiel zeigen. Ach, Yoshi gibt's auch. Ja, sehr schön. Die ganzen Klassiker. Nintendo ist auch die einzige Firma, die das machen darf, ihre ganzen Marken zu zeigen und zu melken und jedes Mal wieder neu rauszubringen. Weil das sehr viel Liebe zum Detail ist und die Leute es einfach mögen. Boom. Mario und Rabbids Kingdom Battle. Aha. Oh, da ist jemand dazugekommen. Hallo Ruffy. Ruffy93 dazugekommen. Grüß dich. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, bist heute etwas fitter für die Ubisoft Pressekonferenz im Gegensatz zu gestern, zu Microsoft. Da musste er schlafen. Gut, da war es auch schon 12 Uhr durch. Und jetzt wird was zu Assassin's Creed gezeigt. Hi, I'm Ashraf Ismail, Game Director for Assassin's Creed Origins. I've waited a long time to say that. Almost 10 years ago, I, as many of you, fell in love with a game. That game took us to the Third Crusade. And we fell in love again when it took us to the Italian Renaissance. Over the years, this amazing series has taken us to the American Revolution, the French Revolution, Victorian London, and of course, to the Republic of Pirates. For the 10-year anniversary of Assassin's Creed, for our fans, for ourselves, and for all newcomers, we wanted to go back. Very far back to show how it all began. Bist du denn heute die ganze Zeit dabei oder bist du vorher weg? Over the last 3.5 years, we have poured our energy, our talent, our passion into bringing the land of pyramids, pharaohs, and mummies to life. To bring ancient Egypt to life. Ui, now, Egypt ich finde den Hintergrund irgendwie cool. Die ganzen Hieroglyphen to und... reinvent what it means to be Assassin's Creed. And over the next few days, you will see, play, and feel this reinvented experience. I am deeply honored and proud to be here
representing the amazing work of a phenomenal team. And thrilled to finally be able to show you this beast we have been building. Without further ado, here is a taste of Egypt. Oh, musst du den Frühstück? Schade. Ja, bei mir ist alles super. Ich bin zwar eben erst vom Büro, von der Arbeit gekommen, aber ja, gerade noch rechtzeitig, dass ich was essen konnte und jetzt hier die Pressekonferenz mir ansehen kann. Und vor allen Dingen auch jetzt mal einen schönen Trailer. Den gibt es so noch nicht. Das könnte echt mal wieder ein Assassin's Creed sein, was mich nach nach Black Flag mal wirklich mal wieder interessiert. Weil Ägypten, das ist noch nicht so ausgelutscht. Sieht auch nicht so schlecht aus. Ich habe zwar schon besser aussehende Spiele gesehen, klar, aber das ist ein Open-World-Spiel. Cool, da war so ein Anubis-Kopf gewesen. Also so ein Hund. Und Raffi, hast du heute schon irgendwas Feines gemacht? Irgendwie Battlefront gespielt oder sowas? Thank you. Thank you, thank you, thank you. As an extra treat, let's check in with home base, where we're going to get a glimpse of what you'll see right after the UB conference. Hey there, folks. Chris Waters here at the home base with Hanny Duong and Carl Luet, producer on Assassin's Creed Origins at Ubisoft Singapore. Carl's here to give us a look at the gameplay of the game. We're going to be entering the open world. Jetzt können die natürlich wieder so tun, als würden sie spielen. Ich glaube ja meistens nicht, dass sie wirklich selbst spielen. Of Egypt, this is the demo that we will be showing on the show floor here at E3. Bayek is riding into the Fayum, one of the regions in Egypt, the most southernmost region. It's a beautiful area. We see we've come in from the desert, moving towards this Lake Moris. And let's have a little exploration around here using our Eagle scene. Oh, sehr, 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 sehr streng sind sie da. Jetzt zeigen sie das auf dem kleinen Bildschirm da. Folks, this looks really good. It's running on an Xbox One X. We'll be giving you the gameplay feed after the show. We've got 30 minutes of that coming up. But let's see if we can see from a bird's eye view. Muss ja nicht jeden Abend immer ausmachen, ne? Kann ich auch mal dann ausruhen, Beine hochlegen und Feierabend haben. After the show, we will infiltrate this camp and take it out either through stealth. Ist die Frage, warum zeigen die das jetzt auf diesem kleinen Bildschirm? Alright, if you guys want to see more of this, be sure to tune in right after the conference. Chris and I and Carl here will be right here. Ash will be joining us as well. You won't want to miss it. That 30 minutes live gameplay feed is coming up after the show, but for now, it's back to the stage and on with the excitement. Nachher, also man sieht nachher noch Gameplay. That's it for now. Thank you. Ja, das hätte man ein bisschen was mal da reinpacken können. Das finde ich schon ein bisschen schwach jetzt. You can watch this demo in its entirety after the conference, live stream from our home base. And for those of you here at E3, please come to the Ubisoft booth where you can live this new experience of Assassin's Creed. Thank you very much. Ja, Riese wie auch schon seit 5. Das war gar nichts, fand ich auch, ja. War sehr, sehr schwach gerade von Ubisoft. Dachten wohl, dass die Leute damit überzeugt haben mit Assassin's Creed gerade. Naja, zack, nächstes Game. Also ist das wird, ja, gute Frage, was ist denn das?
ist das von Ubisoft? Ist das... Get our new hotshot driver with a promising career dominate off-road racing on his way to the top. Ach, das könnte The Crew 2 sein. Wollten sie ja auch zeigen. Ui. Our champion swerves around it brilliantly. Now that's the skill that wins no matter what the engine, no matter what the track. Ah, ich fand das böse. Rennbooten. Er spielt auf jeden Fall wieder in Amerika. Wir hatten ja gehofft, dass es jetzt mal in einem anderen Land spielt, in Asien oder Europa, einem anderen Kontinent. Ja, das ist die Crew 2. Ja. Sehr vielen Fahrzeugen. Oh, hallo, Chris Reich. Ich hoffe, ich spreche so richtig aus. Willkommen. Willkommen zum Livestream von Ubisoft. Took the driving genre out there to the big, wide, open world of the USA. Thanks to our players, we have taken this iconic vision to the next level. They showed us. Ja, schade, dass diese Twitch-Übertragung immer der Sound so ein bisschen nachgezogen ist. Take it way beyond driving. I am Stefan Bellet, Creative Director. This is The Crew 2. Yeah. Thank you. Yeah. Warte auf einen Applaus. Here in the US, motorsports are louder, bigger, agier than anywhere else. Ja, es wird sich nachher zeigen, wie viele Fahrzeuge wirklich dann dabei sein werden. Ich sag mal, man kann auch nur ein Boot und ein Fahrzeug reinbringen. Dann habe ich 6, 7 Stück. Aber ich glaube, es werden sehr, sehr viele Fahrzeuge sein. Ob es jetzt so viel wie bei Forza Horizon mit 700 verschiedenen Modellen ist, glaube ich zwar nicht, aber... Ladies and gentlemen, welcome to The Crew 2, home of Mother Nation. Ja, Trailer sprechen meistens viel, was danach nicht unbedingt eingehalten werden kann, das stimmt. Aber sie haben aus diesen ganzen Downgrade-Debaten und das, was Trailern gezeigt wird, zeigen sie meistens auch nur von Sachen, die dann auch mittlerweile dann fertig sind. Weil sonst gibt es immer einen schlechten Ruf und dann leidet vor allen Dingen auch der Firmenname drunter und viel, viel mehr. Da tun sich alle keinen Gefallen mehr. In the heart of the city, street racers prove their skills, skidding on rooftops, burning asphalt, and tuning their ride. Sieht jetzt nicht schlecht aus, die Fahrzeuge sind zwar nicht so ganz so detailliert wie bei Forza Horizon 7. Forza Horizon 7, sag schon, Forza 7. Aber dafür ist ja ein riesen Open-World-Gebiet, dafür ist es sehr, sehr top, muss ich sagen. Und schon mal die Grafik, die Fahrzeuge, wie die sich bewegen.
sieht noch alles realistisch aus. Vor allem viele abgefahrene Fahrzeuge. Heißluftballon sogar auch. Tame, unpredictable waves on the open ocean, rapid waters, or narrow rivers. Das Wasser sieht gut. Wasser sieht irgendwie mittlerweile in jedem Spiel gut aus. Ich habe kein Spiel mehr gesehen, wo die Wasserdetails schlecht sind. Fearless pilot rule the skies, spin between buildings, through the clouds, among stunning perspectives. Das sieht schon cool in VR aus. Es gab auch Menschen in der Stadt, nicht schlecht, auch wenn eher Menschen rumlaufen wie auf einem Dorf, aber ich denke mal, das wird bestimmt noch integriert werden. Ansonsten ist es ja nicht unbedingt Bestandteil vom Spiel, sorgt auch für gute Atmosphäre. Na, aber nicht gegen gewisse Sachen fliegen, ne, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Nur auf dem Land darfst du dann fliegen. Bitte nachher sonst was schon behauptet. High-octane contests await you. Take the lead on modernation. You've had a glimpse of the Crew 2. Register now for beta access or play the demo at the booth. Experience TC2 for yourself. Enjoy the ride. Thank you. Man kann das auch mal ein bisschen mehr Emotion rüberbringen. Er war so fast auf der Bühne am Einschlafen, hatte ich das Gefühl. Hallo Ringo? Ich verstehe das leider nicht. Nummer Fura Hibi? Keine Ahnung. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Kann keine Sprache leider nicht. Ah, jetzt kommt South Park und die rektakuläre Zerreißprobe. Das schon mehrfach verschoben wurde. Cooles Spiel. Ich würde es auch gerne auch mal auf Deutsch sehen. Leider ist wie im ersten Teil auch der zweite Teil nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Wäre echt cool, wenn man da irgendwie die Synchronsprecher noch aus Deutschland hätte. Da muss man halt so immer ein bisschen auf den Untertitel gucken, weil ich finde, das Englisch ist schon sehr, sehr ja. Viele Wörter, die ich gar nicht kenne, muss ich dazu sagen. Hi Ringo. Ah, du bist Roman. Willkommen. Sehr abgefahrenes Spiel. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, ob es vor allen Dingen in Deutschland unzensiert erscheint. Das war ja einiges zensiert gewesen. Auf diese Furzkanone oder so. Im ersten Teil haben sie ja noch Herr der Ringe nachgemacht und das ist ja ja, ich muss da wieder verarschen. Ja, stimmt. Die Moderatoren haben immer hier entweder
ein auf Ecstasy oder ein auf Schlaftablette. Also nie einfach mal normal. Oh, das ist der Elijah, wer nicht kennt. Frodo Beutlin aus Herr der Ringe. What sense you have of storytelling within and put that into the context of VR. You can, for the first time as a player, feel like you are in a movie. That's a really good word for it. We want you to take off the gear and still feel unsettled. Whilst working with Ubisoft, we stumbled across some fascinating research that had begun in the late 90s. Essentially, neuroscientists had figured out a way to upload brain data, trauma, emotions, memories, to the digital space. Now, we've gone and taken the next logical step. And with Ubisoft, we've recreated... Genau, Frodo Beutlin. Habe ich was anderes gesagt? One such test. War natürlich Frodo. So we'd like you to come and join us and experience the Walter test case for yourself. Again. Ja, sieht aus wie so ein Horror-Game. What you're experiencing is a recorded consciousness. It's not like watching a movie, so no matter how real it may seem, it can't hurt you. You are completely safe. You are completely safe. Transference, okay. Aber was war das jetzt? Irgendwas wie VR? Wahrscheinlich so ein bisschen horrormäßig oder? Kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Ach so. And now, I'm happy to share a new surprise with you. Building on the legacy of one of our most popular worlds, okay, eine Überraschung. Talented teams of Ubisoft Singapore came up with something really, really unique. So I want you to see that and enjoy. Thank you. Eine Überraschung will er uns präsentieren. Men from all over the world sail the treacherous trade routes of the Indian Ocean. The riches in their holds fuel their dreams of power and fortune, while whetting the appetites of those they fear most. Pirates. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Piraten kehren zurück. Ach. Nee. Das ist was Neues. Ja, Flug der Karibik 5 habe ich schon noch nicht gesehen. Aber irgendwie sind alle auf Piraten. Ich muss sagen, Piraten ist, finde ich, ist ein richtig cooles Setting auch. Da gibt es wenig gute Spiele darum. Ja.
Ja, das sieht zwar interessant aus, aber die Frage ist natürlich, das sieht ja alles nach Rendergrafik. Das ist ein gerendertes Spiel. Ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen. Eine Piratenschlacht. Ich kenne zwar so ein Indie-Spiel. So ein bisschen auf Skull and Bones. Sagt mir gar nichts. Ich kenne so ein Piratenspiel, was als Indie da war. Da haben die sich am See bekriegt. Die ganze Zeit. Aber ich glaube nicht, dass das ist. 120 days. That's how long the average pirate survived a lawless life on the seas during the golden age of piracy. I'm Justin Farron, the creative director for Skull and Bones. And this is your chance to not just survive, but to climb the food chain and surpass the legend of every pirate who ever sailed the high seas. Since bringing innovative naval combat to Assassin's Creed, we at Ubisoft Singapore have set out to bring you the ultimate pirate experience. A tactical action game where we take that naval combat to the next level, mastering the ocean and its winds at the helm of ships armed to the teeth. Skull and Bones takes place in a shared systemic world where you can sail solo or form a gang of pirates with your friends, and together terrorize the trade routes of the Indian Ocean. Season after season, you'll collaborate and compete with other bloodthirsty players, even execute ruthless betrayals in order to become the ultimate pirate king. Es gab Assassin's Creed Black Flag, das war ja richtig share gut. with you the Loot Hunt, one of Skull and Bones' 5 versus 5 team-based PvP. Und danach haben sie wohl angefangen, das zu bauen. So. Right on, right? We've just received intel that merchant convoys rich with treasure are sailing just off the coast of Madagascar. But beware, there are other pirates also looking to plunder the PvP-disputed waters of the Indian Ocean. Oh, da ist Pfötchen TV dazu gekommen. Hallo, herzlich willkommen. Das ist gerade richtig zu einer Neuankündigung, soweit ich das sehe. Madagascar, located on the cusp of a bustling trade route, it is the perfect place for an ambush. Here is our gang of pirates, the Raiders, going head-to-head with a gang of rival players, the Cutthroats. Victory goes to the team with the most loot at the end of the hunt. Are we ready for a hunt? Knowing how to sail with the wind is a pirate's most precious skill. Use the winds to increase your speed or to position yourself for tactical advantage. Ich hatte das schon mal gesehen. To reap the most rewards, it is best to split up. Some going inland, Das others letztens, glaube ich, schon mal gesehen, das Spiel. Each warship has unique strengths. The frigate's hull is reinforced, its arsenal equipped with numerous culverin cannons. The brigantine is devastating up close, with a battering ram designed to break any resistance. The sloop of war kills from afar, with its crippling long-ranged mortars and precise long 9 cannons. Ja, ich hab, es kam jetzt ein Piratenspiel bei Steam's Early Access. Da konnte man manuell, das war aber ein anderes Spiel, da konnte man manuell hinlaufen und mit mehreren Leuten so ein Schiff bedienen. Ich muss das aber manuell auch nachladen und sowas alles. Also wir sind jetzt sehr viel Piraten auf einmal. Es scheint aber so zu sein, als ob man mit mehreren zwar ein Schiff steuern kann, aber nicht die Figuren einzeln. Sondern man steuert das Schiff direkt. Searching for more targets on the horizon, our sloop of war spots a rival pirate ship further inland. Ja, Mario kommt nur für die Nintendo Switch, aber das ist bei allen Mario-Spielen so. Die wollen ja die Konsole verkaufen, ja. With its heavily reinforced hull, our frigate swoops in to save the day, bearing the brunt of the damage.
Our gang of pirates is now taking aim. Frage ist, spielt man aus dieser Perspektive? Team coordination to take her down. Aber, jetzt verstehst man spielt quasi, man hat quasi das Schiff und spielt die verschiedenen Charaktere auf dem Schiff mit ihren Funktionen. Ja. With the enemy ship's broadside now vulnerable, our frigate rushes in to board her. Ruffy ist ein Stück Kuchen? Aha. Ja, warum das nur für die Switch erscheint, ist ja klar. Auch wenn es mal von Ubisoft ist. Die werden da keine Ausnahmen machen und auf einmal Mario-Sachen, Nintendo-Marken auf einmal bei der Konkurrenz rausbringen. Ist auch schön blöd, wenn sie es machen würden. So, genauso wie Sony und Microsoft, die ihre Exklusivtitel ja auch rausbringen. Da sagen die auch nicht, ja, exklusiv bringen wir jetzt noch für die andere Konsole. They target the pirates with the most stolen loot. Time to make our escape, Captain, or we are good for the news. Was ich ja mal gerne für ein Piratenspiel hätte, wäre, dass wirklich so ein Typen auf einem Schiff steuert und mich da hocharbeite, so richtig so Fluch der Karibik mäßig. Und auch auf dem Land rumlaufe, so wie Risen quasi. Das wäre mal richtig cool. Das sind ja quasi Schiffsschlachten. Natürlich sehr spektakulär aus. Fragt sich natürlich, ob das auch Langzeitmotivation mit sich bringt oder ob das einfach nur Kloppe im Meer ist und nachher alle nur im Feld im Kreis sich drehen. Ja, ich muss ja nicht alles verstehen am Kuchen. Aber wenn der Kuchen ist, bist du dann der Krümel? Oder ja, Hundekuchen könnte es auch sein. Thank you all very much. I'd like to invite you to play the loot hunt at the Ubisoft booth at E3. And please register for our live phases online. Oh, and one thing I forgot to mention. The world of Skull and Bones is one that evolves. When you act, it reacts. Darum bleibe ich einfach nur bei PC. Ich interessiere mich zwar auch für die anderen Sachen, aber bleibe nachher unterm Strich nachher beim PC. Skull and Bones. Just Dance. Mal wieder ein neues Just Dance, wie immer. Da wird es auch nie was anderes, da wird auch jedes Jahr ein Just Dance geben. Da kannst du mal anfragen, ob das Mario noch kommt. Nein, Battlefront ist nicht nur wichtig. Und ich muss sagen, Battlefront hat mich auch jetzt nicht so, außer dass das cool aussah, fand ich das jetzt nicht so doll, was sie da gezeigt haben. Da spielt denn die die Innovation.
Oh, ein neues Cosplay. But I still wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. It could be anybody. Tell me are you that somebody? Don't matter. Ja, Just Dance, ja. Wollen wir mal auf jeden Fall mal ausprobieren, alle. Ich habe das mal auf der Gamescom gemacht, aber nur um Fachbuchsuchertage, das war schon peinlich genug. Und Singstar oder sowas habe ich auch mal probiert. Vielleicht der Frauenarzt gesungen. Hey everyone, I'm BB Rexa, and Just Dance 2018 is out this October on all consoles. Bye! Ja, vielleicht. Das wäre zum Beispiel mal cool, wenn sie sagen würden, hier, du hast doch die Kamera, du kannst doch, glaube ich, auch ohne die Kamera, mit der Kamera nutzen. Calculator and GPS navigation device. But now, finally, the most high-tech company in the world has unlocked the mobile phone's true potential, so that it can do what it was truly meant to do. We are playing Cowboys and Indians. Ah, ein Mobile Game. Der passt gar nicht auf den Bildschirm. Whoa, we're playing Cowboys and Indians, dickhole. Inuits are technically Native Americans. This new kid puts me to shame. Auspack fürs Handy. Rip these guys a new asshole, new kid. Phone Destroyer! Phone Destroyer. Schon dieser Titel wieder, ey. Ey. South Park verfällt sich schon mal selbst. Haben wir Gedanken über die Leute, die das mal programmieren, was die sich dabei denken. Aber Atlas, Jewel of the Pleiades. Nova took us to the stars. Each new world more incredible than the last. We had no idea what was waiting for us. Legion. It consumes everything in its path. They've never used Starlink before. Go show them what it can do. oh Gott, jetzt ist vorbei. Bis gerade war es noch schön, aber jetzt ist so dieses Spielzeug mit wie Switch, Nintendo Switch zusammenbauen. Chase, how's it going? Breaking atmosphere. Let's even the odds. Judge, we need to buy time. Roboter Brokkoli. Ja. Oh, Boba Fett, hallo, guten Abend. Boba Fett ist auf YouTube gekommen. Er hat wohl im Weltraum Empfang bekommen mit seiner Raumstation, sag ich schon, in seinem Raumschiff. Hast du gehört, Pfötchen TV? Boba Fett ist auf YouTube gelandet. Ja, Infinity-Figuren, ja. Ja, genau das musste ich auch als erstes denken. Das war aber was für Nintendo auch, glaube ich, nur gewesen. Darauf stehen ja die ganzen Koreaner und Japaner. Hi, I'm Matt Rose, producer at Ubisoft Toronto. Like many of you, I grew up in the 80s.
obsessed with sci-fi, animation, comics, and of course, all the really cool toys. At Ubisoft Toronto, we built a team with a dream of bringing those amazing childhood memories back to life for a new generation. Starlink Nicht mein Fall. Wer es mag. Vielleicht mag es ja Boba Fett, der gerade dazugekommen ist. Steht ja auf Raumschiffe. Build your custom starship and then adapt to new challenges on the fly. Link extra armor and heavy weapons to take on a huge Legion Prime. Search for ancient secrets lost on the worlds of Atlas, or outrun outlaws through an asteroid field. Freedom is at the core of Starlink Battle for Atlas. Collect your way with both physical Starship collectibles and digital versions available, and even take your game on the go using the power of Nintendo Switch. Ja, und das kommt komischerweise aber auch für die PS4 und Xbox One raus. Visit starlinkgame.com for more information. Verstehe ich Stay nicht. tuned for many more surprises over the coming months. Na gut, ist keine typische Mario-Marke. Oh, Steve. I'm Rebecca Kutaz. Ja, da kommen ein paar I'm the Neuerungen studio director bestimmt. at Ubisoft Annecy. It's a pleasure for me to be back on stage after our announcement at E3 last year. And we have had since then a full year of support and continuous development of Steep. Since the very beginning of this project, we have been working with athletes and we have always been impressed by their passion and dedication. Steve haben wir schon ein paar gespielt, einschließlich mir. Aber ich habe es nur in der Beta gespielt. War schon, und auf der Gamescom habe ich es mal getestet. Ich hatte auch mehr von erhofft. More than 6 million turns to practice for the 15 they have to race in competition. These athletes, they travel to the world to train with the best, to compete with the strongest. Oh, willkommen noch an alle anderen, die jetzt noch dazugekommen sind. Wollte ich mal kurz begrüßen. Ich sehe, kommen ein paar mehr Zuschauer ein noch. It's truly Nochmal willkommen a level an die of noch. passion and dedication that goes well beyond our everyday lives. And when you talk to the very best of these men and women, you realize that there is something they always have in back of their minds at all times. It's a dream that takes years of preparation for just one go at that unforgettable moment. This December, with our first Steep expansion, this is a journey you will take. Enjoy. Okay, im Dezember kommt ein neues Pack raus. Wollen sie da zeigen? Da kannst du ja entweder einen anderen Berg nehmen oder andere zusätzliche Sportgeräte, vielleicht so so ein Schneemobil gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Ja, das Spiel, das hat mal Spaß gemacht, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ja. Aber dann, weiß nicht, das spiele ich lieber FIFA, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider nicht meins. Ja gut, dass Ubisoft immer auch mal Mut hat, andere Marken zu nutzen und vor allen Dingen auch die meisten haben ja dann auch nochmal Interesse dran, sich die Sachen anzusehen. Falls es übrigens beim Videostream ein paar Probleme gibt, kann man auch wechseln. Also ich bin einmal bei YouTube und bei Twitch drin. Wenn es eine Probleme macht, kann man auch zum anderen wechseln. Voilà. Okay. Passend zur Olympia, ja. Okay, also kann man es natürlich auch machen, einfach wenn man so ein Olympia-Update rausbringt. Ich möchte mehr zu Far Cry sehen. Ja, das sieht nach Far Cry aus. Ja, das ist Far Cry, das neue.
Das erkennt schon an dem Gesange. Auf jeden Fall spielen ab dem ersten Tag, wenn es rauskommt. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal verfolgen dann. Ah, das ist wohl der Bösewicht. Ah, jetzt möchte ich aber auch mal ein bisschen Ingame sehen. Also das macht mich schon heiß, das Spiel. Mehr zu sehen. Hi, my name is Dan Hay, and I'm the executive producer of Far Cry the brand, as well as the creative director of Far Cry 5. I'd like to introduce you to Hope County, Montana. Vast, beautiful, rugged. A place where people don't even lock their front door anymore. But that's how it used to be. Today, Hope County's been overrun by a fanatical cult. You find yourself trapped deep in cult territory, cut off from the rest of the world. They've closed the roads. There's no cell phone signal, no 911. People are fucking scared. Ja, ich kann mit einem PlayStation 4 Controller keinen EU-Shooter spielen. Tut mir leid, ich brauche eine Maus und eine Tastatur dazu. And just up ahead, the small town of Falls End has been completely overrun. If you're gonna survive, you and your guns for hire are gonna need to save it. But to do that, well, you're gonna need to raise some hell. Jetzt sehen wir endlich mal was. Und der Waffe sieht cool aus, sie bewegt sich so. Passend zum Schritttempo. Und eine Wauwau. Das richtige für Pfötchen-TV. Oder vielleicht ist das auch Pfötchen-TV. Der Hund, der da rumläuft. Jo, einfach mal brutal. Das wird so in Deutschland sowieso nicht kommen mit Blutspritzen. Water tower, got it. Ja, wie, du guckst zweimal Twitch, einmal bei mir und nochmal Ubisoft selbst? I'm in position. Boom, boom, motherfuckers. Boom, 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 boom. Boom, boom. Boom, 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 boom. Ja, es wird wieder typisches Koop. Also ich merke, diese E3 ist wirklich mal, jeder macht ordentlich Spiele jetzt auf einmal für Koop. Das ist ja echt mal hier für Twitch und YouTuber und sowas alles, aber auch für Kollegen, die gerne zusammenspielen. Echt mal dieses Jahr viel geboten. Viele Games mittlerweile. Und zum ersten Mal Flugzeuge. Das war vorher schon bekannt. Vielleicht kann man ja auch die Rolle von einem Hund übernehmen. Dann müsste der Pfötchen immer einen Hund spielen. Das war ein bisschen brutal. Einfach mal mit so einer Mähmaschine den Typen absäbeln. Ja! K5.
höre Sirenen. Where's your master? I don't deal with domesticated. Nee. Ach bloß, die zeigen jetzt endlich mal das mit dem Schwein. Unglaublich, das kommt echt noch raus. Nach all den Jahren. Der zweite Teil, endlich. Alter Schwede, ey. Ich will gar nicht wissen, was die gerade mal. Ich will mal gerade neugiermäßig gucken, was die hier posten. Ach du meine Güte. Posten ganz viel in den Kommentaren gerade. What? That's Swiss fucking chocolate, pig. Da war vor Jahren schon mal eine Ankündigung. Und dann war es ganz still. Da haben sie heute noch darüber diskutiert, dass das schon nichts mehr von gezeigt wird seit Jahren. In this fucking city after that fucking bastard! Grab my chassis, Noxie! Easy peasy, bro. Ja, das ist alles so von begeistert von dem Spiel. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so gut wird. Ja gut, wenn ein anderes Team abgekackt ist, das heißt, darfst bei mir zu gucken. It's about bloody time. Let's see what we've got. Moksha. Just as Yama described it. True freedom lies beyond. Ja, das wird richtig gut. Obwohl Render-Trailer sagt ja gar nichts über das Spiel aus, natürlich. Aber vom ersten waren viele begeistert. Ja, Beyond Good and Evil 2, Ankündigung, yeah! Da hat wohl keiner mit gerechnet. Oder nur gehofft, viele. Thank you. Thank you very much. Thank you. First of all, I want to say a big thank you to all the teams who worked very, very, very hard on creating all this world. Aber wenn der Channel abgeschmiert wird, dann könnte man es ja auch, konntest du es auch bei mir doch nicht mehr sehen. I want also to say thank you to Eve, with all my heart. Ruffy, das ist echt gut, ja. Ist mein Team abgeschmiert? Nö, könnt ihr mir aber gerade gerne schreiben, ob wir, also bei mir wird überall noch angezeigt. Oh, jetzt sehe ich das selber.
Dass der irgendwie bei mir auf It's about bloody time. 15 years. Almost. So welcome to System 3. Our story takes place before the birth of Jade, in a multi-ethnic, multicultural human society in a distant solar system. It is a time when Ansonsten, wenn es mal spinnt, einfach auf die andere Plattform wechseln, bei Twitch oder bei YouTube, je nachdem, wo es gerade hakt. In order to compete for power and cosmic resources. With our crew of crazy and unforgettable characters, we fight in the name of freedom and the right to determine our own fate among the stars. And we will helm massive star-faring vessels through territories as spectacular as they are dangerous. We've been working very hard just on the technology during 3 years. And today, we have a seamless online playground where we can travel across space at the speed of light. We can explore mysterious cities and discover unknown lands by ourselves or with friends. And we want you to participate in the making of this great adventure. Join our Space Monkey program. Today, and help us make Beyond Good and Evil a world that will challenge us and bring us together for thousand adventure, thrills and fun. And please, Eve, just join us. This is. Thank you. Thank you. Yeah, congratulations, you guys. You know, Gabrielle and Michelle, you've done a fantastic job. It's amazing what you have been able to achieve, and you and I and all the teams have the power of creating games that will amaze all the gamers. And I think video games can help us to grow and to get better. Oh, jetzt kommt ein ganzes Team auf die Bühne von dem Game. Congratulations. Thank you. Sind noch gar nicht alle auf der Bühne. So now, I would like to thank everyone here in the room and those who are watching us from home. Thank you for listening today, and thank you for playing our games. So to all the teams at Ubisoft, thank you for your incredible imagination and enthusiasm. All of us here, we wish you all a lot of fun playing games this year. So thank you very much, and have a great E3. Nicht schlecht. Also bei mir ist der Stream auf jeden Fall noch da. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch seht, aber wenn ich auf meinen Kanal gehe, dann sehe ich mich auf jeden Fall noch. Yeah. Okay, wait, look, most importantly, it's not over. The show is not over, folks. We're going to send you back to the home base behind the theater. We have 30 minutes of an exclusive, what is it? I lost it. Assassin's Creed Origins exclusive gameplay. 30 minutes right now. Let's go back to home base outside the theater. Thank you for watching. It's not over. Stay tuned. Holy shit! Oh my God. Ich habe auch mitbekommen, dass Twitch heute sehr viele Probleme macht. That was amazing. Fantastic. It was jam-packed with great games, and we've got more great games to show you right now, specifically Assassin's Creed Origins. I'm Chris Waters, joined by Hanny Duong, Carl Lua, and Ash Ismail from the Ja, jetzt kommt noch der Livestream quasi, wo die Assassin's Creed nochmal spielen. Exploring the open world in Assassin's Creed Origins. Yes, for sure. So just to start off, so we have kommt denn die Sony Pressekonferenz? Here at E3 that we're letting Ach, die kommt auch diese Nacht. Just so everyone knows, this um 3 Uhr. Ja, dann wird Zeit, die muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. So we might see some hiccups along the way. Wer es nicht abwarten kann dann ja auf jeden Fall nochmal dazustoßen. We've been working a long time on this, and it's finally exciting to be able to show it and have people play it and send us feedback.
Hier den Stream jetzt auf jeden Fall beenden. Danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, kommt gerne um 3 Uhr nachts online, dann kommt die Sony Pressekonferenz. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und alle Infos zu der Sony Pressekonferenz findet ihr natürlich auch nach der E3 jetzt, 2-3 Tage später, in einer Zusammenfassung auf meinem Kanal. Und ja, das heißt, wenn ihr die Pressekonferenz verpasst habt, entweder im Livestream nochmal angucken bei mir auf dem Kanal oder sonst die Zusammenfassung wahrscheinlich. Ja. Gute Nacht, Ruffy, ja, genau, schlaf gut. Und ja, im Chat momentan so ein paar Probleme, ich vermute mal, weil so viele Leute das gucken. Beschweren sich nämlich gerade viele, dass Twitch Probleme macht. Ja, ich gucke alle Leute E3s. Und jetzt sehen wir mal Assassin's Creed mal auf jeden Fall. Das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. One-Textur ist zwar ein bisschen matt, aber das kann sich ja noch ändern. Ansonsten sehr detailreich, auch den Bodentexturen mit verschiedenen Steinen. Ja. Challenge fight in this part of the world. And we'll see that as we'll see later on, there's another camp with enemies that are level 25, and you'll see that the feedback's slightly different. This is to really clarify to people levels matter, gear matters. Taking on higher level enemies, it's doable, but they're tougher not only in stats, but they're also tougher in behavior. So the higher level they are, they have more capacities, more abilities, stronger weapons. So you might want to think twice before taking them on, or get some better gear, or just light your arrows on fire. Yes. Apparently. What are you doing there, Carl? I think I'm gonna cause a little bonfire down here. Why not? Because it's hot enough. Yes. Just a little more warmth from the bonfire. Speaking of which, my feet are on fire. We are in the middle of the sun It is here. really hot out We here. suffer for your entertainment, viewers. This is the live streaming equivalent of method acting. Is is warm right now. You think that hood Mit diesen Worten von Assassin's Creed verabschiede ich mich. Wer das noch sich ansehen will, entweder auf den Livestream gehen, noch von Ubisoft selbst, dann kann man sich das noch ansehen. Und ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall hier und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und schlaft gut und wer dabei sein möchte, wie gesagt, zur Sony Pressekonferenz. Ansonsten macht's gut und vielen Dank auch den anderen fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall und mal schön auf meinem Kanal bleiben. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video zu E3 oder zu den kommenden Videos. Ansonsten mach ich jetzt den Schluss und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kind of hard to miss that one. Yeah, a fire. There you go, Carl. Something's going well on. done. Well done. All right. Nice job, Carl. So here we go. So we just picked up a bow. So this is something that's really important.